Okay, I'll stop there and I'll just pause if there's any questions. Dann mache ich kurz Pause und frage. Does this make sense to you? So you think about that. If you have questions, come back to me, okay? Wir denken ein bisschen weiter darüber nach und wenn da noch Fragen aufkommen, dann bitte sagt mir Bescheid. And as you read, have you read Peter yet? When you read Peter, notice the tense, past, present and future. Wenn ihr den Petrusbrief lest, dann achtet auf die Zeiten, in denen da Dinge beschrieben werden. Auf die Vergangenheitsform, die Gegenwartsform und die Zukunftsform. Because it is, let me just pull this out. Because he, like the Apostle Paul, when you read the Apostle Paul, notice the tenses, past, present and future. Genauso wie auch bei Apostel Paulus, auch wenn ihr die Briefe von Paulus lest, dann achtet darauf, in welcher Zeitform er schreibt. Because it's pretty important to understand what he says. Denn es ist ziemlich wichtig zu verstehen, was er sagt. Okay, can we make a quick shift? Okay, schaffen wir jetzt den Übergang. I'm going to tell you a story. Lasst mich eine Geschichte erzählen. A man went to heaven and he met Peter at the gates. Ein Mann kam in den Himmel und er traf Petrus an der Himmelspforte. And Peter looked at him and said, "What is your name?" Petrus schaut ihn so an und fragt, ja, wie heißt du? And the man told him his name and Peter looked at his iPad. Der Mann sagt ihm den Namen und Petrus checkt auf seinem iPad. No, that's selfish, it would be a U-pad. Nee, das ist okay, ein U-Pad, nicht so was Egoistisches. And he says, sorry, he said, I don't see your name here. Und er sagt, ja, es tut mir leid, aber irgendwie Ihren Namen sehe ich hier nicht auf der Liste. And the man said, oh, it must be there, look again. Und der Mann sagt, ja, der muss da stehen. Schau nochmal nach, bitte. And Peter said, look, we've got great Wi-Fi here. Petrus sagt, nee, wir haben hier tolle WLAN-Verbindung. It's infinity. And Unendliche WLAN. Immediate updates. Und sofortige Updates. No, the man said, it must be there, please look again. Und man sagt, nee, der Name muss da stehen, bitte schauen Sie nochmal nach. And see, Peter said, I'm sorry, your name's not here. Petrus sagt, es tut mir echt leid, aber der Name ist nicht vorhanden. Peter says, okay, tell me one good thing you've done. Und Petrus sagt, okay, erzähl mir eine gute Sache, die Sie getan haben. And the man says, well, I was walking down the road. Und man sagt, ich bin eine Straße runtergelaufen. And on the other side of the road, I saw this young woman. Auf der anderen Seite sah ich diese junge Frau. And she had 3 guys around her. Und da waren 3 Männer um sie herum. They had leather jackets and tattoos, and you know, one of them had a bald head. Also mit Lederjacken und Glatzen und Tattoos. And I could see that this wasn't good. Und ich habe schon sofort gesehen, dass keine gute Situation ist. So I shouted, you, over there, leave her alone. Da habe ich gerufen, hey, ihr da drüben, lasst sie allein, lasst sie in Ruhe. And St. Peter said, oh, that was brave. Petrus sagt, das war ganz schön hoch. Yes, he says, and anyway, they ignored me, so I went over to them. Ja, sagt er, aber die haben mich ignoriert und einfach weitergemacht, also bin ich herüber. And I went to one that seemed to be like the leader. Und ich bin dann zu dem, der Anführer zu sein schien. And I said, you leave her alone. Und ich habe ihm gesagt, lasst sie in Ruhe. He said, that was really brave. Und ich so, wow, das ist ja echt mutig. And he said, you go away. Und ich habe zu ihm gesagt, geht weg, zieht ab. So this particular person, he had a chain from his ear round to a ring in his nose. Und der hatte auch so eine Kette von seinem Ohr bis zu seiner Nase. And I got hold of that chain and I ripped it out. Und ich habe diese Kette geschnappt und habe sie rausgerissen. Whoa, Peter said, that is really brave. Wow, das ist ja voll mutig. Sagt When Petrus. did this happen? Wann ist das passiert? The guy said, about 2 minutes ago. Ungefähr 2 Minuten. There's a Texan that went to heaven. Es gab mal einen Texaner, der in den Himmel kam. And as he was walking around heaven, St. Peter was showing him the city. Und als er dann da unterwegs war im Himmel, Petrus zeigte ihm die Sehenswürdigkeiten der Stadt. And Peter said, so what do you think of these streets of gold? Petrus fragte ihn, ja, was meinst du zu diesen Straßen voll Gold? And the Texan said, well, kind of the material's nice, but we've actually got better in Dallas. Und der Texaner sagt, naja, das Material ist schon nett, aber wir haben bessere Straßen in Dallas. Air roads are wider and better.
Unsere Straßen sind breiter und besser. St. Peter said, whoa, what do you think of these mansions? Petrus sagt, wow, okay, was denkst du zu diesen Villen? And the Texan said, well, I guess they're okay, but we have better in Dallas. Und der Texaner sagt, na, ich denke, die sind schon ganz okay, aber wir haben schönere in Dallas. And then this went on, all the way around. Und so ging das immer weiter, was immer sie sich angeschaut haben. And so in the end they went to the edge of heaven, Am Ende schauen sie so über den Himmelsrand and they looked over and there was a lake of fire. und schauen sich die großen Feuermeer an. And St. Peter said, so what do you think of that? Und Petrus fragt, ja, was hältst du davon? And this fella from Texas said, oh, he said, we don't have anything like that in Texas, no. Und der Typ sagt, nee, sowas haben wir nicht in Texas. But he says, I know some boys in Houston who can put that out for you. Aber ich kenne ein paar Jungs in Houston, die können dir das leicht löschen. I want to talk about parables. Also ich möchte über Gleichnisse sprechen. Very, very quickly through some of this stuff. Ich möchte mal schnell durch diese Fakten gehen. And that is, Mark, as you know, is mostly activities and actions of Jesus. Wie ihr wisst, geht es bei Markus hauptsächlich um Handlungen und Jesu Taten. But he does have a few parables, Aber ein paar Gleichnisse hat auch er. especially the parable of the sower is one of, and the kingdom related to that. Vor allem das Gleichnis des Seemanns und das Reich Gottes, was dadurch beschrieben wird. It's Matthew and Luke that have most of the parables. Matthäus und Lukas haben die meisten Gleichnisse. And where we have Q, 29% Q, Und da wo wir Q haben, 29% Q, those are parables that are in both Matthew and Luke. You may remember that. das heißt, das sind Gleichnisse, die sowohl in Matthäus als auch in Lukas vorkommen. So, what do we do with these stories? Was machen wir mit diesen Geschichten? How do we engage with them? Wie gehen wir damit um? The challenge for us is that these stories were related to the time and culture and history of the first century Near Eastern world of Palestine. Die Herausforderung für uns ist, dass diese Gleichnisse in dem Kontext von der damaligen Zeit und Kultur und ihrer Geschichte stehen. And there's times when there's elements related to that particular culture which are important to understand to get the full benefit of the parable. Manchmal tauchen in den Gleichnissen Elemente auf von ihrer damaligen Kultur dort im 1. Jahrhundert in Palästina und die müssen wir verstehen, um das Gleichnis total zu begreifen. But there's lots of things we can do to help us. Wir können aber vieles tun, was uns dabei hilft. One thing is to try to note the original audience. Wir können uns bemühen, festzustellen, wer die ursprünglichen Zuhörer waren. The parable of the great dinner, for example, in Luke 14. Zum Beispiel bei dem Gleichnis vom großen Festmahl in Lukas 14. There was a dinner guest, we read in verse 15, who said, "Blessed is anyone who should eat bread in the kingdom of God." Und da saß jemand mit Jesus am Tisch und sagte in Vers 15, gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. And then Jesus told this parable, but it was actually told to him. Und dann antwortet Jesus mit einem Gleichnis und dieses Gleichnis richtet sich an diesen Mann. This parable was a response to that particular question. Das Gleichnis kam als Antwort auf diese eine bestimmte Frage. We go to the next chapter. Kommen wir zum nächsten Kapitel. And Jesus was spending time with disreputable people, tax collectors and sinners. Jesus hat dort mit fragwürdigen Gestalten Zeit verbracht, mit Steuereintreibern und Sündern. And the Pharisees and the scribes were grumbling the fact that Jesus would spend time with these people. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben darüber gemurrt, dass Jesus mit so Leuten seine Zeit verbracht hat. And so the parable of the lost sheep, lost coin and son were told to them. Und das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn wurde diesen Pharisäern gesagt. And so we could go on if we had more time. Und so könnten wir durch all die Gleichnisse
mehr Zeit hätten. Because knowing the audience can help us frame ourselves to better understand that parable. Denn die Zuhörer zu kennen, kann uns helfen, das Gleichnis besser zu verstehen. And what we want to do is try to hear what they heard Und wir müssen versuchen, das zu hören, was sie gehört haben, as best as we are able. so gut wir das können. Okay, just a brief introduction. What is the nature of parables? Eine kurze Einführung, was ist die Natur von Gleichnissen? A true parable is those in the scripture that has a story that has a beginning and an end and like a plot in the middle. Ein wahres Gleichnis ist eine Geschichte, die einen Anfang hat, ein Ende hat und eine Handlung dazwischen. Now, you know, it may be a very short story, but nonetheless it is a story. Es kann eine sehr kurze Geschichte sein, aber nichtsdestotrotz ist es eine Geschichte. The Good Samaritan in Luke 10 is of course a very well-known example of this. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10 ist ein sehr bekanntes Beispiel dafür. And this parable, the audience of course was everybody listening to Jesus. Bei dem Gleichnis waren die Zuhörer natürlich alle, die Jesus zugehört haben. But it was that man who said to him, "Who is my neighbor?" Aber vor allem der Mann, der Jesus gefragt hat, wer ist denn mein Nächster? And in chapter 15, you get the very short story of the lost sheep. Und in Kapitel 15 haben wir die sehr kurze Geschichte vom verlorenen Schaf. But nonetheless, you have this story. In fact, in that chapter, there's 3 stories, Und in dem Kapitel haben wir insgesamt 3 solche Geschichten, all around the same theme, of course. die sich alle ums selbe Thema drehen. Later this morning, I'd like to look with you in more detail at the dishonest manager. Ich will mir mit euch auch genauer das Gleichnis von dem ungerechten Verwalter anschauen. This is probably the most difficult of parables, Dem unehrlichen Verwalter, das ist wohl das komplizierteste aller Gleichnisse. because it seems Jesus is commending his dishonesty. Denn es scheint, dass Jesus seine Unehrlichkeit lobt. And that does seem a bit weird to us. Und das erscheint uns ein bisschen komisch. Now, sometimes we have what we could call similitudes or similes. Es gibt auch andere Arten von Gleichnissen, zum Beispiel Similes, das sind Vergleiche. And these are those simple statements of Jesus where the kingdom of heaven is like a grain of a mustard seed, like a mustard seed. Diese einfachen Aussagen Jesu, zum Beispiel das Königreich Gottes ist wie ein Senfkorn. Or the kingdom of heaven is like a woman who takes leaven and puts it in the dough. Oder das Reich Gottes ist wie eine Frau, die Sauerteig nimmt und sie dem anderen Teig untermischt. And so you do have those, and often they're called parables too, but what I'm talking about are those parables which are full stories. Und auch diese werden manchmal Gleichnisse genannt, aber worum es mir jetzt geht, sind die Gleichnisse, die volle Geschichten sind. Now, occasionally you have parables that are a bit like allegories. Es gibt Gleichnisse, die funktionieren wie Allegorien. An allegory, you will know, is a story where every part of that story means something different. Eine Allegorie ist eine Geschichte, wo jeder Teil der Geschichte eine tiefere Bedeutung hat. I guess the line The Witch and the Wardrobe is a bit like an allegory. Von C.S. Lewis, The Lion, the Witch and the Wardrobe, ist so wie eine Allegorie. You have, of course, Bunyan's Pilgrim's Progress and other books like that. Oder von Bunyan, die Pilgerreise oder solche Bücher. And in church history, there's been the tendency to allegorize the parables. In der Kirchengeschichte entdecken wir eine Tendenz, die Gleichnisse allegorisch zu verstehen. And St. Augustine is famous in the way he allegorized the story of the Good Samaritan. Der heilige Augustinus ist berühmt dafür, wie er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter allegorisch interpretiert hat. Going from Jerusalem to Jericho represented the fall of man. Diesen Weg von
Jerusalem nach Jericho repräsentierte den Sündenfall der Menschheit. And the Samaritan represents Jesus. Und der Samariter der steht für Jesus. And the innkeeper is St. Paul. Und der ihn aufnimmt, ist der heilige Paulus. This is not a helpful way to understand parables. Das ist aber keine hilfreiche Art, Gleichnisse zu verstehen. The sower and the seed is probably the one parable where different parts represent different things. Der Seemann und der Same ist wohl das eine Gleichnis, wo es tatsächlich so ist, dass die verschiedenen Teile eine bestimmte Bedeutung haben. But you're not left to guess what it means because the explanation is in the text itself. Aber auch da müssen wir nicht selbst irgendwie erraten, was die Teile bedeuten, denn die Erklärung findet sich im Text selbst. And parables are usually taken from everyday life. Gleichnisse sind Geschichten aus dem alltäglichen Leben. Everyday life of the first century people there at Jesus' time. Also aus dem Alltag von den Personen zu Jesus Zeit im 1. Jahrhundert. Parables tend to omit unnecessary descriptions. Alles, was nicht so wichtig ist für die Geschichte, wird weggelassen. They don't always explain the motives of people. Die Motivation der Person wird meist nicht erklärt. And you may well have questions that the parable doesn't answer. Und es kann auch gut vorkommen, dass Fragen nicht beantwortet werden. And one of the reasons is Jesus spoke them to people who they knew the context of everything he was talking about. Ein Grund dafür ist, dass Jesus diese Gleichnisse Menschen erzählte, die den Kontext von all dem, was er erzählt hat, gut kannten. When they heard the parable of the unjust, steward who ripped off his master. Wenn Sie zum Beispiel das Gleichnis hörten von dem ungerechten, von dem unehrlichen Verwalter, der seinen Herr betrogen hat, they would have known that the master was a landowner, for example. Dann wussten sie zum Beispiel, dass dieser Herr, dass er ein Besitzer von Land ist. Everything in the parable indicates that. Alles in diesem Gleichnis deutet darauf hin. They are not necessarily realistic. Die Gleichnisse sind nicht unbedingt realistisch. In other words, at times they use hyperbole or exaggeration. Manchmal wird darin übertrieben, dann Hyperbeln eingesetzt. In this marvelous parable about forgiveness in Matthew, in diesem wunderbaren Gleichnis über Vergebung in Matthäus, Matthew 23 following, Matthew 18 verse 23, sorry. Matthäus 18 ab Vers 23. And it talks there about the man who was calling in his debts. Und es geht da um den Mann, der seine Schulden einforderte. And it says here that one of the person owed him $10,000 talents. That's what it means. Und dann heißt es in Vers 24, dass ein Mensch dem König 10.000 Talente schuldete. Now that was an unthinkable amount. Das war ein unvorstellbarer Betrag an Geld. In today's money, that would be several $million, euros, pounds, whatever. Heutzutage wären das mehrere Millionen Euro. And the fact that someone would have that debt actually would be very unlikely. Die Vorstellung, dass jemand tatsächlich so viel Geld geschuldet hat, war nicht so wahrscheinlich. But that amount is all there to create the shock element of that story. Dieser Betrag wurde bewusst hier benutzt, um ein Schockelement in der Geschichte zu setzen. Because this same man was only owed a few hundred denarii. Bei demselben Mann wurde dann von jemandem anderen nur mehrere hundert Denare geschuldet. And so you get the comparison in that.
Und damit sieht man den Vergleich darin, was die beiden geschuldet haben. The shock element in the Good Samaritan was that the Samaritan was indeed the person who was the good guy. Was ist das Schockelement im Gleichnis des barmherzigen Samariters? Es ist, dass ausgerechnet der Samariter der Held der Geschichte ist. And parables were told to actually engage people's emotions. Gleichnisse wurden benutzt, um die Emotionen von Menschen anzusprechen And to really get them to think about something. und die Menschen echt zum Nachdenken zu bringen. And often what would happen is as people listened to the parable, they would end up be making an internal judgment. Oftmals, während Menschen einem Gleichnis zuhörten, haben sie innerlich ein Urteil abgegeben. And what that parable was doing was exposing that judgment through the story. Das Gleichnis hat es aufgedeckt, was für Vorurteile in den Menschen stecken. And therefore parables would often become like a mirror held up in front of people as to what they think and feel. Und damit funktionierten die Gleichnisse auch wie ein Spiegel, der den Leuten vorgehalten wurde, damit sie sehen, was sie denken oder was sie fühlen. Remember, the parable of the prodigal son was told to the Pharisees. Wisst ihr, das Gleichnis des verlorenen Sohnes wurde den Pharisäern erzählt. And the impact of that parable would have been the response of the older son. Und der größte Effekt in diesem Gleichnis ist zu erwarten, als es um die Reaktion des älteren Bruders geht. Because that would have been the thing that would have connected with the Pharisees. Das ist nämlich der Punkt, mit dem die Pharisäer sich am ehesten verbunden hätten. And when that man said, "Who is my neighbor?" Oder als der Mann fragt, wer ist denn mein Nächster? And Jesus told the parable where this hated, despised Samaritan was a good guy. Und Jesus dann das Gleichnis erzählt, wo dieser gehasste, verachtete Samariter zum Held der Geschichte wird. That would have really grabbed them. Und genau den Punkt hätte sie echt erwischt. There's a parable that Matthew has. Es gibt ein Gleichnis, das Matthäus hat. It's about how this man went into the marketplace in the morning and hired people to do a day's work. Wie ein Mensch auf den Markt ging am Morgen und Menschen angestellt hat, dass sie ihm einen Tag lang bei der Arbeit helfen. Then he went back in the morning and hired more. Dann ging er später am Morgen nochmal hin und hat noch mehr Leute angestellt. Then at lunchtime hired more. Zur Mittagszeit hat er noch mehr angestellt. And then in the late afternoon hired more. Und dann am späten Nachmittag hat er noch ein paar Leute geholt. Then at the end of the day was the time to give out the pay. You remember this parable? Am Ende des Tages ist es Zeit, ihm den Lohn zu geben. Don't we hate this parable? Hassen wir diese Gleichnisse? Because at the end of it, they all get the same wages. Weil am Ende des Tages erhalten sie alle den gleichen Lohn. And the guys who've been working all day, they says, well, excuse me, but we've worked all day. This guy worked for an hour, he got the same. Die Leute, die den ganzen Tag geschuftet haben, die sagen, ja Moment mal, wir haben den ganzen Tag hier gearbeitet und der eine Stunde lang, dann bekommt er das Gleiche. And the response of the boss was, yeah, but we agreed. Didn't we agree that you worked for this amount? Und der Boss sagt, ja, aber haben wir das nicht so ausgemacht, dass du diesen Betrag bekommst? And the response is, well, yes, we did. Und die Antwort ist, haben wir schon. Then what's your problem? Und dann fragt er, ja gut, was ist denn dein Problem? My problem is because I've worked all day and these people haven't and they're getting the same. Mein Problem ist, dass ich den ganzen Tag geschuftet habe und die haben es nicht und die bekommen den gleichen Lohn. And as you read that parable, what it does, it becomes a mirror of their own attitudes. Und während wir das lesen, wird das für uns so am Spiegel unserer eigenen Einstellung. That's what we get. Das Gleichnis, das verstehen wir einfach. And often what would happen is the parable is a challenge to the way we think and it calls for a reversal of thinking. Und oftmals, was wir da merken, ist, dass das Gleichnis uns herausfordert darin, wie wir denken und uns dazu aufruft, unser Denken, unsere Denkweise umzudrehen. In chapter 18 of Luke, there's this
brief parable when Jesus speaks about a Pharisee and a tax collector going to the temple to pray. Im Kapitel 18 vom Lukas-Evangelium gibt es ein kurzes Gleichnis, wo Jesus beschreibt, wie ein Steuereintreiber und ein Pharisäer zusammen in den Tempel gehen zum Beten. And the Pharisee says, "Oh God, I thank you, I'm not like this man." Der Pharisäer betet, Gott, ich danke dir so sehr, dass du mich davor bewahrst, so zu sein wie dieser Typ da. And he lists out how he pays his tithes and does all these things. Und dann erzählt er so, ja, und Gott, dass ich immer auch meinen Zehnten gebe und all das. And the tax collector, he just hangs his head and says, "Oh God, be merciful for me, a sinner." Der Steuereintreiber lässt einfach nur den Kopf hängen und sagt, Gott, hab Gnade mit mir als Sünder. And the thing that is shocking about that poem is Jesus says the tax collector goes home justified. Und was schockierend ist an dieser Geschichte, ist, dass Jesus sagt, der Steuereintreiber geht gerechtfertigt vor Gott zurück nach Hause. And so often the parable is calling for a change in thinking or a change in behavior. Und so oft ruft das Gleichnis dazu auf, dass wir unser Denken und unser Handeln verändern. And so parables are kind of dynamic. Also sind diese Gleichnisse irgendwie dynamisch. They do, of course, illustrate Jesus' teaching, but they're meant to do something more. Natürlich illustrieren sie auch Jesu Lehre, aber sie haben noch einen tieferen Zweck. They're not just vehicles for revealing truth, Es sind auch nicht nur Gefäße, um Wahrheit zu offenbaren, but they are calling for a response from the hearer. sondern sie erwarten direkt eine Reaktion vom Zuhörer. And parables have been likened to a well-told joke. Gleichnisse kann man vergleichen mit einem gut erzählten Witz. When you hear a joke, the thing that makes it funny is that there's a twist at the end. Wenn man einen guten Witz hört, was es wirklich lustig macht, ist, dass es am Ende eine unerwartete Wendung gibt. And it's that catches you out and makes you laugh. Es ist genau das, was dich schnappt und dich zum Lachen bringt. But here's the problem. Aber hier besteht das Problem. If I was to tell you the joke about the man going to St. Peter at heaven, Wenn again, ich nochmal den Witz erzähle über den Mann, der zu Petrus an der Himmelspforte kommt, you probably wouldn't laugh. dann würdet ihr wahrscheinlich nicht mehr lachen. And the reason is you would no longer be caught out. Weil dich das nicht mehr überrascht. And it's that thing, that surprise, that is part of the power of a joke, a story with a twist at the end. Es ist dieser Überraschungsmoment, der einem Witz seine Power gibt. And the other thing about a joke is you have to know the points of reference. Und noch etwas über einen Witz, du musst wissen, was die wichtigen Elemente sind, was sie bedeuten. Now, I don't know if you found my joke about the Texan in heaven funny. Ich weiß nicht, ob du den Witz über den Texaner im Himmel lustig fandst. For that to be funny, you actually have to know a little bit about the caricature of Texans. Das lustig zu finden, muss man ein bisschen was über den Texaner wissen. Do we have any Texans here? Gibt es hier irgendwelche Texaner? And you also have to know that there are certain Texans that a while ago were very famous for putting out oil fires that were impossible to put out. Was man um den Witz zu begreifen auch wissen muss, ist, dass es vor einer Weile bestimmte Texaner gab, die waren berühmt dafür, dass sie Ölfeuer löschen konnten. You get an oil rig on fire, that's an incredible challenge. Wenn man so eine Ölplattform am Brennen hat, das ist eine riesige Herausforderung. But there are those in Texas with that skill. Aber es gibt Leute in Texas, die haben diese Fähigkeit. Now, if you know those points of reference, Wenn man also diese Referenzpunkte kennt, then the joke can be funny dann kann dieser Witz auch lustig sein, because you get it. weil dann schnallst du es. And so with parables, at times, well, the first problem is we've read them many times, Und so bei den Gleichnissen auch. Das erste Problem ist, wir haben die schon so oft gelesen. and so the power of them can be lost. Und damit verliert sich so ein bisschen die Power des Gleichnisses. And so if you choose for your assignment to rewrite one of these parables, you have to frame it in a way that there's a great
twist at the end that does the heart.